Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Joshua Wesi von Kirche 30 und wir reden heute über Ungerechtigkeit und was Gott zur Ungerechtigkeit sagt. Ich weiß, dass du auch Fehler machst und dass wir alle über Menschen richten und wie gefährlich das eigentlich ist und was Gott dazu zu sagen hat, darum geht es heute. Bevor wir loslegen, du darfst uns gerne abonnieren, mach die Glocke an, dann wirst du benachrichtigt, wenn wir das nächste Video rausbringen und glaub mir, es wird spannend. Die Bibel hat viel zu dem Thema Ungerechtigkeit zu sagen. Wir wissen, dass Gott für die Gerechtigkeit steht. Wir wissen, dass er gegen Ungerechtigkeit ist, auch in den einfachsten Worten. Die Autoren der Sprüche erwähnen dies in Sprüche 20,23. Zweierlei Gewicht ist dem Herrn ein Gräuel. Oh. Weil ihr wahrscheinlich auch keine Lust habt, die Luther-Version zu lesen, habe ich kurz die Bibelstelle hier rausgesucht, in Hoffnung für alle. Der Herr verabscheut es, wenn man beim Abwiegen mit zweierlei Gewicht und einer gefälschten Waage betrügt. Sprüche 20,23. Und im Psalm 89,14 steht, Gerechtigkeit ist die Grundlage für Gottes Thron. Und Gott billigt die Parteilichkeit nicht. Egal, ob es sich um eine gewichtete Skala oder eine ungerechte Rechtsordnung handelt. Levitikus 19,15. Es gibt viele andere Verse, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, die uns eine Vorstellung von Gottes Abneigung gegen Ungerechtigkeit vermitteln. Zum Beispiel 2. Chronik 19,7, Hiob 6,29, Sprüche 16,8, Hesekiel 18,24 und Römer 9,14. Wie sah das Ganze im Alten Testament aus? Jesaja im Alten Testament lebte in einer Zeit, in der Juda unter einem Gewicht der Ungerechtigkeit zu kämpfen hatte. Er schreibt, und das Recht ist zurückgewichen. Und die Gerechtigkeit hat sich entfernt. Denn die Wahrheit ist auf der Gasse zu Fall gekommen. Und die Aufrichtigkeit findet keinen Eingang. Und die Wahrheit ist dahin. Und wer vom Bösen weicht, muss sich ausplündern lassen. Das alles sah der Herr und es missfiel ihm sehr, dass kein Recht war. Jesaja 59, 14-15. Gottes Botschaft an sie war einfach. Er sagt, lehrt Gutes zu tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten und schafft dem Weisen Recht. Jesaja 1,17. Später sagt Gott ihnen, sie sollen die Ketten der Ungerechtigkeit lösen. Jesaja 58,6. Und darauf hinweisen, dass Ungerechtigkeit eine Form der Knechtschaft und der Unterdrückung ist. Heißt, im Alten Testament ist Gott ganz klar gegen Ungerechtigkeit. Wie sieht es im Neuen Testament aus? Im Buch Jakobus sehen wir tiefer in das Herz von Gott über Ungerechtigkeit. Gott ist nicht kleinlich oder zwanghaft. Er schätzt Gerechtigkeit nicht nur um der Ordnung willen. Es geht um tiefere Fragen. Jakobus 2 sehen wir eine Diskussion über die Parteilichkeit. Johannes spricht zu einer Gruppe von Gläubigen, die die Menschen in ihrer Versammlung nach ihrem sozialen Status beurteilt haben. Im menschlichen Herzen ist die Ungerechtigkeit ein Zeichen von Parteilichkeit, Urteilsvermögen und mangelnder Liebe. Wenn wir danach streben, nach unseren eigenen menschlichen Maßstäben gerecht zu sein, vergessen wir immer die Maßstäbe Gottes, die Vollkommenheit. Alles, was weniger als Vollkommenheit ist, ist für Gott eine aus dem Gleichgewicht gebrachte Waage. Jeder Mensch ist, wegen dem Fall der Schöpfung, ungerecht. Wir haben alle gesündigt. Wie Jakobus sagt, wir alle stolpern in vielerlei Hinsicht. Jakobus 3,2. Ungerechtigkeit durchdringt unser Leben. Da wir ungerecht urteilen, du und ich fast den ganzen Tag, und anderen an einem Standard messen, das wir selbst nicht auf uns angelegt haben wollten. Der einzige Weg, wirklich der Ungerechtigkeit zu entkommen, besteht darin, zuerst Gott anzunehmen, dass er vollkommen gerecht ist und die Menschen, also wir, von Natur aus ungerecht sind. Nur wenn es nicht mehr darum geht, uns selbst gerecht zu machen, können wir dem vertrauen, der die Gottlosen rechtfertigt. Römer 4,5. Dann als Gottes Kinder können wir klar sehen, wie wir die Ungerechtigkeit um uns herum mit einer barmherzigen Haltung bekämpfen können. Micha 6,8, Jakobus 1,27. Jesus ist gerecht und er ist völlig gerecht. Es gibt keine Ungerechtigkeit in ihm überhaupt. Durch seine Vollkommenheit kann Jesus wahre Gerechtigkeit bringen. Tatsächlich steht in der Bibel, richtet der Vater niemanden, sondern hat alles Gericht dem Sohn anvertraut. Johannes 5,22. Wir freuen uns auf die Zeit, in der Gerechtigkeit an der Tagesordnung sein wird und Ungerechtigkeit für immer verbannt wird. In der Bibel steht von der Größe seiner Regierung
und dem Frieden wird es kein Ende geben. Er wird auf Davids Thron und über sein Königreich herrschen und es von da an und für immer mit Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit errichten und aufrechterhalten. Der Eifer eines allmächtigen Herrn wird dies erreichen. Jesaja 9,7. Schön, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach, darüber nachzudenken, aber du darfst uns gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es dir gefallen hat. Schreib uns in die Kommentare, welche Themen dich interessieren. Und dann sehen wir uns bald wieder, wenn du uns abonniert hast. Ciao.